Okay, du kümmerst dich weiter um Hannes. Und ich mich um Streitmann. Ich rede mit ihm. Und falls er auf Stur schaltet, dann setze ich juristisch durch, dass du trotz unserer Beziehung weiter mit Hannes arbeiten darfst. Nein. Ich bin Anwalt. Trotzdem. Du gehst nicht zu Streitmann. Versprich mir das. Spinnst du? Hör auf damit! Kaltes Wasser, schnell. Lass mich! Da muss kaltes Wasser drauf, du hast dich verbrüht. Na und? Mann, bist du verrückt? Jetzt komm her! Nein! So. Ah, du tust mir weh! Ich? Warum tust du dir sowas an? Ich rufe Dr. Becker an. Ich bin kein Arzt und du sollst auch endlich abhauen! Verdammt nochmal, wie heißt bloß dein blödes Passwort? Lydia Schatz. Natürlich falsch. Lass doch mal sehen. Wie ist denn deine Mutter? Madeleine. Gott, nochmal. Hat man hier nie seine Ruhe? Oh, reg dich ab, ich bin gleich wieder weg. Oh, haben wir schlechte Laune? Wohl Ärger mit der Herz allerliebsten. Lydia und ich verstehen uns bestens, wenn du es genau wissen willst. Liegt wahrscheinlich daran, weil ihr euch nie seht. Muss ja schon total schwer sein, wenn man seine Beziehung so vor allen verheimlichen muss. Besser, als wenn man ganz allein da steht, Ansgar. Dann hat man wenigstens nichts zu verlieren. Ihr hingegen, wenn Lydias Chef irgendwann von eurem kleinen Täter fährt, dann ist ganz schnell Schluss mit dem Blümchen Sex. Lass Lydia endlich in Ruhe. Du hast schon mal versucht, die Angst einzujagen. Beim nächsten Mal bist du dran, verstanden? Hör doch endlich ab! Du brauchst aber Hilfe und jetzt gib mir deine Hand. Geht das so? Okay, dann lass uns bitte ins Krankenhaus fahren. Nein! Sag mal, was soll das? Glaubst du, mit dieser Selbstverstümmelungsaktion hier machst du irgendwas wieder gut? Nein. Fühlst du dich dann besser, wenn du dein Leben auch noch gegen die Wand fährst? Vielleicht. Was geht's dich an? Mann, Sache, du bist Pianistin. Du machst dir mit der Schwachsinnsaktion alles kaputt. Darin habe ich doch Übung, oder? Dieses Selbstmitleidgerede ist wirklich zum Wegrennen. Dann tu's doch endlich! Ob du dir wieder einen Tee kochst? Was wird das jetzt? Ich rufe Natalie an. Ja, von Lahnstein? Gregor hier. Kannst du bitte zu Sarah kommen? Sie hat sich böse an der Hand verbrannt. Was? Aber warum schickst du sie nicht sofort zum Arzt? Weil sie nicht will. Hör doch endlich auf damit! Ich komme sofort vorbei, aber ich bringe Leonard mit, okay? Ich will niemanden sehen. Ja, gut. Bring ihn halt mit. Bis später. Hey. Sammelst du die Dinge? Nee, nur das hier. Eine Erinnerung also. Sozusagen. Es gibt ein Gegenstück. Lass mich raten. Das ist bei einer Frau? Eine Verflossene oder? Brandaktuell. Ach, was soll's. Kannst du was für dich behalten? Na, hör mal, ich bin Arzt. Naja, die Sache ist die, wir halten unsere Beziehung geheim. Das ist Lydia Brandner. Janas Cousine. Na, dann sage ich mal herzlichen Glückwunsch. Hast einen guten Geschmack. Aber wo ist das Problem? Warum darf es niemand wissen? Sie ist doch für Hannes zuständig.
Verstehe. Ansgar macht ja sonst die Hölle heiß. Nee, ihr Chef vom Jugendamt. Ja, totaler Hardliner. Keine privaten Kontakte zu Verwandten der Streitparteien. Ja, aber der Sorgerechtsprozess ist doch jetzt durch. Hannes ist bei Carla, alles ist gut. Hab ich auch gedacht. Aber sie hat nur die Vormundschaft. Das heißt de facto, das Jugendamt ist weiter zuständig. Und solange Lydia mit dem Fall vertraut ist... Ja, müsst ihr so tun, als wenn nichts wäre. Genau. Das nenne ich mal total bescheuert. Sehe ich genauso. Aber sie ist derart verantwortungsbewusst. Ich sag zu ihr, leg den Fall ab und sie, ach, hat keinen Sinn. Hey, ich schätze mal, in ein paar Wochen, wenn das mit Hannes alles gut läuft, dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Ja, warten. Immer nur warten. Oh, hier bist du. Ich brauch dich. Sarah hat sich verletzt. Was? Schwer? Ja, verbrannt an der Hand. Alles klar. Ich habe alles im Auto. Sind wir doch super. Super langweilig. Oh, gehen wir einmal in eine Komödie. Okay, von mir aus gibt's das nächste Mal wieder französisches Autorenkino. Und Mörchen, hattest du auch einen schönen Abend? Geht so. Hallo, mein Schatz. Wie war's denn noch mit Sebastian? Katja. Ah, man wird doch wohl auch fragen dürfen. Wenn ihr es genau wissen wollt, wir hatten Stress. Was ist denn passiert? Ich soll mich nicht mehr um Hannes kümmern, er hat die Heimlichkeiten satt. Naja, ein bisschen kann man ihn ja verstehen. Na danke. Sehe ich also wirklich etwas falsch, wenn ich ein kleines Kind nicht einfach so fallen lasse? Nein, aber du mutest ihm einfach viel zu. Super, setzt du mich auch noch unter Druck. Mama meint's nicht so. Gibt's denn keine Möglichkeit, dass beides geht? Red doch mal mit deinem Chef. Ich habe Streitmann offen ins Gesicht gelogen, dass zwischen mir und Sebastian nichts mehr läuft. Jetzt hast du Angst, dass alles rauskommt. Glaubte mir den Rest auch nicht mehr. Streitmann wird glauben, ich habe mich tatsächlich bestechen lassen, um Carla die Vormundschaft zuzuschanzen. Ich mein Job los und Hannes muss zurück zum Grafen. Ist leider was Wahres dran. Aber ich denke, Sebastian hat dafür sicherlich Verständnis, oder? Leider nein. Wenn er dich wirklich liebt, dann hat er auch Geduld. Ja, wenn. Aber nach heute... Ich will ihn nicht verlieren. Bitte sehr. Fängst jetzt auch an zu saufen? So kriegst du das Sorgerecht nie zurück. Das lass mal mein Problem sein. Es ist auch mein Problem, weil du so blöd warst, mir an die Kehle zu gehen und das vor den Augen von Lydia. Was legst du dich auch mit mir an? Das bekommt niemanden gut, am allerwenigsten übrigens Lydia Brandner. Jetzt tu doch bitte nicht so, als könntest du irgendetwas gegen sie ausrichten. Das ist langsam peinlich. Ich kann. Sie darf Hannes nur weiter betreuen, weil sie ihrem Chef versichert hat, dass sie nicht mehr mit Sebastian zusammen ist. Ja und? Er glaubt ihr? Aber was wäre, wenn Sebastian an ihren Chef herantritt, weil er diese ewige Heimlichtuerei satt hat? Ich habe gehört, wie die beiden gestritten haben. Erst dieses Rumgeknutsche in den dunklen Ecken leid. Wenn es nach ihm ginge, hätte Hannes sofort eine neue Betreuerin. Du meinst, wenn er die Beziehung vor ihrem Chef outet? Kleine E-Mail von ihm. Das tut man nicht alles aus Liebe. Ja, und die blöde Zicke steht als Lügnerin da. Sie wären jeden Fall ihren Job los und wir hätten die Chance, eine neue Betreuerin ins Spiel zu bringen. Warum lässt du dich dann hier volllaufen und arbeitest nicht daran? Weil mir noch das dämliche Passwort für seinen blöden Laptop fehlt. Noch. Tut das sehr weh? Habt ihr die Hand gekühlt? Ja. Gut. Viel kann ich im Moment ohnehin nicht machen. Ich tue dir ein bisschen Brandgel drauf und leg dir einen sterilen Verband an. Wir gehen morgen dann noch mal zum Arzt, ja? Wie konnte das überhaupt passieren? Was kann ich dir sagen? Ich wollte mir gerade Tee einschenken, dann ist der Deckel von der Kanne abgegangen und das ganze heiße Wasser ist mir über die Hand geflossen. Dann war es also ein Versehen. Was denn sonst? Ja, glaubst du etwa so, ist man nicht mit Absicht? Tut mir leid, das
Das war bloß so ein Gedanke. Gar nicht mal so. Ich rede mit Leonhard, klar? Ja, okay. Das habe ich verstanden. Gute Besserung. Tschüss. Tschüss, Gregor. Lass dir mal kurz den Finger drauf. Brauchst du noch ein Schmerzmittel? Nee, ich halte das so aus. Dann wird's jetzt noch länger dauern, bis du wieder Klavier spielen kannst. Tja. Danke, dass ihr so schnell vorbeigekommen seid, aber Ich kann noch bleiben. Ich kann auch hier schlafen. Aber was, wenn... Carla wird sowieso später wiederkommen. Mir geht's gut. Nein, ich setze mich gleich an den Schreibtisch und bereite noch ein paar Unterlagen fürs Jugendamt vor. Wie? Ist mit denen noch nicht alles geklärt? Längst nicht. Ich arbeite mich gerade durch den Papierkram. Vielleicht solltest du zur Sicherheit einen Juristen drüber schauen lassen. Lars oder dich? Würdest du das tun? Bei Gelegenheit? Komm doch am besten gleich mit. Nee, das geht leider nicht. Ich muss noch was vorbereiten. Wegen der Holding. Ihr wisst schon. Ach ja, wann ist es denn endlich soweit? Ich kann es kaum erwarten, Ansgars dumme Fresse zu sehen, wenn er erfährt, dass... Guten Abend, liebe Familie. Ach ja, in dieser Sache gibt es übrigens übermorgen einen Termin um 12 Uhr, aber ich gebe dir noch mal genauer Bescheid. Okay, ich werde es mir schon mal notieren. Notieren? Ein Jurist, der sich einen termin nicht merken kann? Ein Jurist mit Alzheimer? Großartig. Ich bin dann weg. Nimmst du mich mit in die Stadt? Ich habe mein Auto gestern Abend stehen lassen. Mal wieder rumgesumpft, hm? Ja, mit meinen Freunden. Aber das ist dir ein Fremdwort, hm? Meine Schwester scheint auch Alzheimer zu haben. Ist das nicht Ihre Tasche da? Ist was? Ich weiß, dass die Formalitäten wichtig sind. Sie kriegen die Sache nächste Woche. Sehr schön. Sorry, ich hab euch gar nicht kommen hören. Macht nichts. Das sind Frau Brandner und Herr Streitmann vom Jugendamt. Hallo. Hi, wir kennen uns ja schon. Sie haben ja einen großen Freundeskreis. Soll ich Hannes holen? Ja, das wäre nett, danke. Wie ich sehe, haben Sie auch ein neues Kindermädchen? Das ist Sarah, meine Schwester. Sie wohnt zurzeit hier. Aber wir haben ja genügend Platz auf 2 Etagen. Und Inga ist auch noch da. Das ist sehr gut. Hannes braucht so viel wie möglich Stabilität. Das ist mir klar. Wie geht's ihm denn? Ganz gut. Er vermisst natürlich seinen Vater und seine Mutter. Vor allem beim Einschlafen. Wäre auch ein Wunder, wenn es anders wäre. Aber mit meiner Tochter kommt er ganz gut klar. Die beiden, die sind fast schon wie Geschwister. Und ich glaube, mich findet er auch ganz okay. Er lebt sich also langsam ein. Ich glaube, Sie haben da eine gute Entscheidung getroffen. Es gibt da noch ein paar Dinge, die wir vom Jugendamt überprüfen müssten. Es wird nicht mehr lange dauern, bis geklärt ist, wer das Sorgerecht für Hannes bekommt. Dann müssen wir aus unseren Treffen kein Staatsgeheimnis mehr machen. Obwohl es ja irgendwie auch ganz spannend ist. Hallo, Sebastian. Du wolltest eben nichts essen. Soll ich dir was warm stellen? Nee, lass mal, danke.
War meine Tochter hier? Gestern, ja. Und heute nicht? Warum sollte sie? Ich hätte schwören können, so ein Teil lag gestern Abend noch bei uns rum. Es gibt 2 davon. Wir haben sie zusammengefunden. Wie romantisch. Tja. Sebastian, ich will mich nicht einmischen, aber Lydia ging es gestern Abend gar nicht gut. Du kannst dir sicher denken, warum. Ich glaube, das kriegen wir schon selbst hin, Katja. Ich weiß, ich bin manchmal zu direkt, aber ich denke einfach, wenn man sich wirklich liebt, dann muss man Hindernisse auch gemeinsam überstehen können. Aber Lydia hat dich nicht geschickt, oder? Um Gottes Willen. Erwähne ihr bloß nichts, sonst macht sie mich noch einen Kopf kürzer. Gut, dann lass ich mal abräumen. Schade eigentlich. Es gibt Entenbrust mit Feigen und Portwein. Ist es noch warm? Mhm. Naja, dann will ich mal nicht so sein. Ihr passt wirklich gut zusammen. Ist Ihr Lieblingsgericht. War gestern ein ganz schöner Schreck, hm? Was kümmert es mich, was Sarah mit ihrer Hand anfängt? Klar, sie ist dir völlig egal. Deswegen bist du auch gleich zu ihr hingefahren. Wir sind immer noch verheiratet. Fand ich auch groß, dass du Leonard gerufen hast. Nein, nicht ich habe ihn gerufen, du hast ihn blöderweise mitgebracht. Er ist zwar ein dummer Sack, aber er ist immer noch Arzt. Eben. Wobei, bei diesem komischen Geturtel von den beiden, da ist mir schon wieder das Kotzen gekommen. Die beiden haben nicht geturtelt, Gregor. Sarah und Leonard haben Schuldgefühle. Wegen Jana. Ja, Leonard ist ja auch schon ganz gut drüber hinweg. Aber Sarah mit ihrem Maso-Trip. Wieso Maso? Ach. Hat sie dir nicht erzählt? Ihr ist nicht der Teedeckel runtergefallen. Sie hat sich das heiße Wasser über die Hand gekippt. Langsam und voller Absicht. Kommt jetzt jemand zum Trösten, weil es dir so schlecht geht? Es ist unfassbar, Sarah, wie du es selbst jetzt noch schaffst, dich als Opfer hinzustellen. Was machst du eigentlich hier? Wieso bist du nicht auf Königsbrunn? Wieso bist du nicht direkt unter Leonards Bettdecke gekrochen, hm? Jana wollte geliebt werden. Sie wollte glücklich sein. Mit dir. Das haben wir ihr genommen. Wir sind schuld, dass sie tot ist. Ja, das stimmt. Aber sie hat uns auch verziehen. Und seit ich das begriffen habe, kann ich zumindest, irgendwie mein Leben weiterleben. Meine Arbeit, die hilft mir wirklich sehr dabei. Und ich bin mir ganz sicher, wenn du wieder Klavier spielen kannst, wirst du daraus Kraft schöpfen. Also bitte, tu mir einen Gefallen, gib dich jetzt nicht auf, okay? Gin Tonic, bitte. Hallo.
unfassbar Sache, wie du es selbst jetzt noch schaffst, dich als Opfer hinzustellen. Was machst du eigentlich hier? Wieso bist du nicht auf Königsbrunn? Wieso bist du nicht direkt unter Leonards Bettdecke gekrochen? Aber ich kann's mir denken, ihr beide hier wartet noch ein bisschen die Trauerzeit ab, bevor ihr es richtig krachen lasst. Ach, scheißegal, dass ihr euch einen Dreck um Janas Gefühle gekümmert habt, solange sie noch am Leben war. Gestern, das war so blöd von mir. Nein, von mir. Du hast ja in allem recht. Du musst weitermachen und ich werde auf dich warten. Und in der Zwischenzeit? Da haben wir immer noch unser kleines Versteck hier. Wir dürfen uns nie wieder streiten. Nie wieder. Deshalb bitte ich Sie inständig, ihr den Fall zu entziehen. Zwingen Sie sich länger zur Heimlichkeit. Haben Sie ein Herz. Ihr Sebastian von Lahnstein. Sarah? Sarah! Na? Lust auf eine gepflegte Unterhaltung? Carla ist mit den Kindern bei Lars. Vielleicht ist sie ja da. Nicht sehr wahrscheinlich, oder? Hoffentlich macht sie keine Dummheiten. Hey, lass mich einfach in Ruhe. Okay? Ich will einfach nur abschauen. Da habe ich genau das Richtige für dich. Der Schnee hier lässt dich fliegen. Ja, und jetzt? Keine Ahnung. Warten. Vielleicht hat Gregor ja auch übertrieben. Ach, komm schon, Nathalie, das glaubst du doch selbst nicht. Ja, wir können doch nicht die ganze Stadt absuchen. Hier. Wie lade ich ein? Na komm. Hm? Danach geht's dir sofort besser. If you feel you can let go, let go, let go.